erstmal herzlich willkommen. Chris stellt sich, glaube ich, gleich selber noch kurz vor. Ich bin Martin Altmann, ich bin Associate Partner bei Comet Reply. Wir sind Implementierungspartner für Adobe. Komme ich auch gleich noch mal kurz zu. Eine kurze Sache, das ist nicht die Doro. Wurde ja angekündigt, dass die liebe Dorothee heute mit mir, Marketingchefin von der DKV, mir hier steht. Die ist leider privat verhindert und dankenswerterweise ist der Chris eingesprungen. Vielen Dank dafür. Und heute geht es darum, mal ein echtes EDS, AEM, Adobe Commerce Projekt zu zeigen, weil ich kann mir vorstellen, dass viele von Ihnen genau da gerade stehen, gegebenenfalls von einem Legacy AEM auf EDS zu migrieren oder komplett neu, vielleicht von einem nicht Adobe CMS auf die AEM-Technologie zu migrieren, und da wollen wir heute ein bisschen unterstützen. Was wollen wir heute zeigen? Wir wollen einmal uns kurz vorstellen, wer ist eigentlich Comet Reply und wer ist die DKV Mobility. Dann gehen wir so ein bisschen erstmal in die Architektur rein, was sind die Vorteile eigentlich von diesem Setup, was wir hier gewählt haben. Kurz zum Projekt vorgehen und aber vor allen Dingen aber auch Herausforderungen und Learnings. Da wollen wir so transparent sein, wie wir uns das erlauben hier heute. Ich fange kurz mit der Comrep an. Die Comet Reply ist ein Adobe-Implementierungspartner, wie ich schon gesagt habe. Und ich glaube, wichtig ist nochmal zu erwähnen, dass unsere italienische Chefin, die da in Turin sitzt, sich was ganz Cooles ausgedacht hat, vor 2 Jahren schon. Und sie nannte das Ganze Silicon Shoring. So ein bisschen die Idee, was wollen wir eigentlich machen? Wollen wir noch mehr ins Offshoring gehen? Wollen wir mehr ins Nearshoring gehen? Wollen wir eigentlich nur mit Ressourcen im Dach arbeiten? Und alles, ihr werdet es kennen, hat seine Vor- und Nachteile. Und wir haben gesagt, wir wollen diese ganze Value Chain, also von der Ideation der Website zum Beispiel zum Design, zu Programmieren, zum Testen und auch zum Live-Gehen und Maintain der Website, so mit KI unterstützen, dass wir da im Prinzip Projektreduktion von 50% hinbekommen. Da komme ich auch gleich nochmal hin. Das wäre mir nur mal kurz wichtig zu erwähnen. Sonst die Reply-Gruppe. Kurze Frage, wer kennt die Reply-Gruppe eigentlich? Ah, ist mehr als letztes Jahr und noch mehr. Sehr gut. Schön zu hören, weil man kennt sie in Italien wahnsinnig gut, in Deutschland noch nicht so sehr. Ich habe jetzt viele Hände gesehen, das freut mich sehr. Reply selber hat so 240 Firmen ungefähr. Und jede von diesen Firmen, wir sehen ein paar da unten, hat einen ganz spitzen Fokus. Es gibt dann die machen nur SAP Hybris und da gibt es nur die machen nur MuleSoft und da gibt es nur die machen die CRM von Microsoft. Und wir, die Comet Reply, wir machen nur Adobe. Wir haben trotzdem in unserem Netzwerk die wichtigen Technologiepartnerschaften am Start. Sieht man hier, damit möchte ich eigentlich nur zeigen, dass wir nicht nur bei Adobe recht sattelfest sind, sondern auch in anderen Technologien, wenn es dann in Projekten notwendig wird. Wer sind wir? Ich glaube, hier wichtig zu erwähnen, einfach nur, werde ich nicht alles vorlesen, aber dass wir global unterwegs sind, das heißt nicht ganz global, aber wir sind vor allem natürlich im Dachmarkt, aber haben jetzt mit diesem Jahr jetzt auch Atlanta in Amerika dazu gewonnen. Wir haben auch jetzt ein Büro in Chicago, das steht hier noch nicht, in London, wir sind in Rom und in Paris unterwegs und machen dort sehr viele schöne Adobe-Projekte. Wir sind Adobe Solution Partner Platinum, und zwar Global, das ist so die wichtigste Partnerstufe, die man bekommen kann bei Adobe. Haben auch hier einen Haufen Spezialisierung, ich weiß nicht, ob man das kennt, man ist einmal Platinum-Partner und da kann man sich noch spezialisieren lassen. Und wir sind in, ich glaube für heute wichtig, Adobe Commerce, Sites und Assets spezialisiert. Das sind die Tools, die wir anbieten. Ich denke, jeder wird sich irgendwo wiedererkennen. Ich bin ein bisschen klein hinten. Kann man das hinten lesen halbwegs? Ja, da steht hier Adobe Workfront, Adobe Mixed Modeler, Adobe Analytics, CJA, Realtime CDP, den Audience Manager, den können wir langsam mal da rausholen aus der Slide, Adobe Experience Manager, Adobe Commerce, Adobe Target, Campaign, Journey Optimizer und Marketo Engage. Überall dort sind wir unterwegs und heute geht es um den AEM und Adobe Commerce und das war es eigentlich schon und übergebe hier an den lieben Chris. Danke dir, Martin. Ja, ich bin Christian Lyon, ich bin Marketing Manager bei DKV Mobility und bin da schwerpunktmäßig für unsere Website zuständig. Und in diesem Projekt war ich der Product Owner, also die Schnittstelle zwischen Business Requirements und Implementation der Umsetzung. Und was wir auf solchen Veranstaltungen gerne machen, vielleicht kurze Brand Awareness Umfrage. Wer von Ihnen oder von euch kennt DKV Mobility? Wem ist das Unternehmen ein Begriff? Eine Einschränkung, es handelt sich ja nicht um die Krankenkasse. Das muss ich meinen Eltern und meinen Freunden am Anfang erklären. Die dachten, na DKV, ja die Krankenkasse, nein. Wir sind Europas führende B2B-Plattform für Payment on the Road Solutions. Also im weitesten Sinne oder unser größter Geschäftsbereich sind da die Tankkarten und wir haben da Europas größtes Akzeptanznetz. Da müsst ihr mal wirklich drauf achten, wenn ihr jetzt an Tankstellen vorbeifahrt, da seht ihr oft das orangene DKV-Logo. Und ich glaube, Martin, du hattest mir das auch erzählt, dass es dir nach unserem Kennenlernen immer öfter begegnet ist. Und mir ging das dann
dann damals, als ich bei DKV angefangen habe. Ist ein bisschen ausgeblichen an Tankstellen, sehe ich es jetzt überall. Kennt, glaube ich, jeder, dieses leicht ausgeblichene orange Logo. Müsst ihr mal drauf achten. Genau, hier haben wir das nochmal auf einer Slide. Also, ja, Energy, also Tank- und Ladelösungen, aber auch E-Mobilität, Mautboxen in LKWs, aber auch Mobility Solutions, also sowas wie Fleet Management Software oder auch Transport Management Software für Logistik, Unternehmen und Speditionen und auch Financial Solutions, also zum Beispiel Mehrwertsteuerrückerstattung im Rahmen unserer Dienstleistungen. Und das Ganze machen wir in mehr als 50 Serviceländern, also über die Grenzen von Europa hinaus. Wir steuern jetzt auf die 500.000 aktiver Kunden zu und machen das seit 90 Jahren, über 90 Jahren. Letztes Jahr hatten wir da unser Jubiläum. Genau. Einmal zurück zu dir. Danke. Ich habe mir mal ein bisschen provokant geschrieben, warum heute eigentlich nichts mit KI. Das hat einen bestimmten Grund, da komme ich auch gleich drauf zu. Wir hätten auch Folgendes machen können. Das wären auch noch Ideen für heute gewesen. Wir hätten für ein doch recht bekanntes Reiseunternehmen aus Frankfurt berichten können, wie wir da mit KI on-brand Bilder generiert haben, und diese mit Workfront durch diverse kreative Prozesse zu jagen. Das gleiche mit einem weiteren Workfront-Projekt, was das größte Workfront-Projekt aktuell im Dachmarkt ist, was wir da so gelernt haben. Wir hätten das ganze Thema Challenges B2B, also die Adobe Experience Platform und B2B, diese ganz gewisse Herausforderung mit sich bringt, hätten wir euch auch gern gezeigt. Oder wir hätten euch das ganze Thema AI Video Production gezeigt, wo wir einen sehr großen Automotive-Konzern das ganze Thema Still- und Video Production mit einem am Ende virtuellen KI-Studio so unterfüttern, dass dort wahnsinnig viele Mikrosegment-Videos für diverse Märkte rauspurzeln. Alles sehr, sehr spannende Themen. Aber was wir was wir in unserem Alltag erleben, ist die Marktrealität 2025 ist einfach noch nicht da. Also ja, jeder probiert das, gut, ChatGPT habt ihr irgendwie alle mal gemacht und irgendwelche Briefings geschrieben, ihr habt wahrscheinlich auch Bilder generiert. Wir sehen natürlich auch super viele KI-generierte Bilder schon bei unseren Kunden auf den Websites, aber das Problem ist immer noch die PIM-Anbindung. Und immer noch die verwurstelten Metadaten. Und es ist immer noch die gleichen Themen. Und wir haben halt gemerkt, ja, wir können natürlich jetzt irgendwie mit KI da drüber schrubben und irgendwas machen, aber eine Migration wird mit KI leider immer noch nicht funktionieren. Das hilft zwar wahnsinnig, da kommen wir gleich zu, aber das ist es einfach noch nicht so, dass wir jetzt einfach sagen, dieses ganze Thema können wir jetzt mal abhaken und uns nur auf wilde KI-Workflows konzentrieren. Das nächste Thema ist, dass Edge Delivery Services die Architekturlandschaft Adobe doch ganz schön durchgemischt hat an der Stelle. Ich merke immer wieder, obwohl jetzt EDS wirklich lange, so 2 Jahre, ich weiß nicht, ob jemand es genau weiß, irgendwie da ist dieses Thema EDS, jetzt würde ich sagen, im Raum, wirklich marktreif, stabil seit einem Jahr, würde ich sagen. Und es passiert mir immer noch, dass Kunden das gar nicht verstehen. Was ist eigentlich dieses EDS? Ist es irgendwie eine Auslieferungsschicht? Ist das eine Programmiersprache? Ist das ein CMS? Und da haben wir gemerkt, deswegen war uns heute nochmal wichtig, da ein bisschen Klarheit zu schaffen und vor allen Dingen zu zeigen, dass das geht. Also man kann ganz wundervoll heute ein doch sehr komplexes Projekt mit Edge Delivery Services, IAM Author, Adobe Commerce an den Start bringen. Rüber zu dir. Genau, vielleicht 2 Takte zum Projektziel. Warum haben wir das Ganze gemacht und worum ging es jetzt im Kern? Warum wollten wir eine neue Plattform? Also wo kamen wir her? Wir kommen aus einer Welt, will ich schon fast sagen, aus der digitalen Welt bei uns, wo die Website und der Webshop 2 separate Systeme waren. Also es waren separate Tech-Stacks, separate Entwicklerteams, separate Teams auf unserer Seite. Es waren also 2 Swimlanes, wenn man so will, die nebenher liefen. Und das wollten wir ändern. Wir wollten das vereinheitlichen und das war eigentlich das Hauptziel dieses Projekts. Natürlich muss sich das am Ende irgendwie unterm Strich rentieren, also Sales-Synergien schaffen, das ist das Ganze, was das Ganze mitgebracht hat oder jetzt auch mitbringt, dass wir einfach nicht mehr diesen Bruch haben, ein User klickt einen CTA und muss auf eine andere Seite springen, auf ein ganz anderes System, sondern hat das jetzt aus einem Guss quasi mit dem Magento Commerce Backend und das Ganze wird dann im IAM Frontend dargestellt. Und dann haben wir natürlich Synergieeffekte im Sales-Bereich, vielleicht eine kleine Anekdote, wie war das vorher? Also wenn man eine Landingpage hatte und wir wollten, dass da
der Kunde Kaufaktionen triggern konnte und vielleicht Sachen in den Warenkorb legen konnte, Produkte. Das war so ein eigenes kleines IT-Projekt in sich, um diese beiden Systeme mit Schnittstellen miteinander zu verbinden, dass der User da seine Produkte gesehen hat, die in den Warenkorb gelegt hat und dann muss er doch noch in den Shop rüberspringen und hat da diesen vorausgefüllten Warenkorb vorgefunden. Also es hat nicht so einfach funktioniert und das ist jetzt einer der großen Vorteile mit diesem Projekt, genau. Also eine ganzheitliche UX für den User und auch auf Teamseite ist es jetzt halt eins und wir sind da voll ins Adobe-Ökosystem integriert und das ist auch genau das, wo wir als Unternehmen jetzt auch immer stärker hinwollen. Starke Personalisierungsmöglichkeiten. Wer heute in den Keynotes hier war und in den Demos hat ja gesehen, was da bei Adobe alles möglich ist und das wollen wir jetzt auch für uns nutzen, also den User, den Kunden ins Zentrum der Dinge zu stellen und ich glaube, da haben wir eine sehr, sehr gute Ausgangslage jetzt geschaffen mit diesem Projekt. Willst Super. du uns ein bisschen mehr Yes. Sehr gerne. Mir ist eine Sache wichtig. Ich versuche jetzt auch halbwegs schnell durchzugehen. Es werden Sachen sein, die ihr alle schon mal gesehen habt. Das haben wir vorgefunden, als wir das Projekt angefangen haben. Also decoupled, CMS und Shop. Erstmal Klassiker. Beides eher Legacy, wenn man das so sagen darf. Klassisch untenrum Google Analytics zum Tracking und HubSpot für die ganzen Lead-Forms. Also Lead Generation über HubSpot. Wir hatten auf der rechten Seite eine direkte Anbindung zum CRM für Orders and Leads. Thema Single Sign-On war schon da, das hat uns sehr gefreut, macht es mal ein bisschen einfacher in so Projekten. Und warum, ganz kurz Chris, haben wir denn da überhaupt sowas hier auf die Folie gemacht zum Thema Address Validation? Warum ist das so eine wichtige Schnittstelle? Genau, über was sprechen wir hier? Das ist im Checkout quasi für Neukunden. Der kann da über eine Firmensuche seine Firma finden. Und es klingt jetzt eigentlich nach einem Convenience-Aspekt. Anstatt 5 Felder auszufüllen, findet er in der Suchmaske seine Firma, klickt drauf und alles ist vorausgefüllt. Für uns hat das aber im Hintergrund noch viel, viel tiefgehendere Bedeutung. Wir haben da einen Dienstleister, der uns eben nicht nur diese 5 Firmen Adressdaten mitliefert, sondern auch mehr Informationen gibt. Und wir sehen parallel, ob der User diese Einträge verändert hat vor dem Abschicken. Und das hilft uns dann in der Konsequenz beim Onboarding. Also Prozesse, die früher viel manueller und langwieriger waren, haben sich fundamental beschleunigt. Also was früher mehrere Tage bis wenige Wochen gedauert hat, geht jetzt inzwischen in wenigen Minuten. Also von der Kaufaktion eines Neukunden bis zum Onboarding und er hat dann sein Kundenkonto. Und das ist also mehr als Convenience für den Nutzer. Ja. Super, vielen Dank. Also wir sehen hier genau getrennte Systeme, alles ein bisschen angestaubt. Und das ist die aktuelle Technologie. Wir haben ganz, ganz oben Edge Delivery Services. Wir pflegen die Seiten über den Universal Editor, also das heißt eine neue Seite, die ich erstellt habe und dann mit Komponenten versehe und Titel hier und Teaser da und so weiter und so fort, macht man im Universal Editor. Google Analytics Tracking und HubSpot sind erstmal geblieben, übrigens oben links. Das Authoring selber, das heißt die Sitemap einsehen, eine neue Seite erstellen, die mit Metadaten zu versehen, das Thema Multi-Site-Management und so weiter, ist alles unten links im AEM Author. AEM Assets, klassisch Stamm, werden die gleich die meisten kennen. Adobe Commerce ist, oh, das stimmt nicht, sorry, das ist noch ein Fehler, es ist nicht SaaS. Noch nicht SaaS. Da migrieren wir hin, es ist ganz normal Adobe Commerce Cloud. Das hätte ich noch korrigieren müssen. Live Search und Catalog Services angebunden für einfach eine super schnelle Experience. Und wir haben noch eine DKV Middleware. Meinten wir müssen am Anfang noch eine DKV Middleware entwickeln oder DKV. Kann man sich vorstellen, wenn man so ein Projekt startet und da muss noch schnell eine Middleware her, hat das auch zu kleinen Herausforderungen geführt, aber wir haben das doch ganz gut bewältigt. Genau, das ist das aktuelle Solution Design, auf dem die DKV-Seite läuft. Gehe ich gar nicht groß darauf ein. Das Wichtigste ist mir einfach hier nochmal zu sagen, warum wir das überhaupt so gewählt haben, ohne dass das jemand mir erklären müsste. Aber wer könnte mir sofort den Unterschied zwischen EDS mit Document-Based Authoring und EDS mit AEM Authoring erklären? Finde ich mal interessant. Wer könnte mir den Unterschied hier erklären? Da hinten einer, sehr gut, musste nicht, keine Angst. Ja. Nur einer. Das ist so sehr gut. Ja. Und na gut, und ich versuche es mal ganz schnell. Am Ende ist es ja so, oder ich mache nochmal schnell zurück, dass hier der Edge Delivery Services ist nur eine Auslieferungsschicht. Nur ist gut, Adobe wird das, glaube ich, noch ein bisschen anders definieren. Es stimmt auch, dass es mehr ist als das, aber für uns aktuell ist einfach ein CDN. Das liefert wahnsinnig schnell Webseiten aus. Es ist ein fetter RAM-Speicher, der da liegt, weltweit vertreten. Da kommen HTML-Seiten rein, die werden wahnsinnig schnell ausgeliefert. Jetzt geht es also darum, wie bringe ich denn meine HTML-Seiten da überhaupt rein, oben in diesen EDS-Layer? Und das kann ich auf diversen Möglichkeiten machen.
Die großen zwei Möglichkeiten von Adobe ist einmal dieses Document-Based Authoring, das wirklich Google Drive oder Word, wo ich meine Seiten runterschreibe, dann klicke ich auf Publish und dann wird dieses Word-Dokument umgewandelt in ein HTML-Dokument und das wird hier in diesem Edge Delivery Service gecached. Ich bin aber gerade hier auch in dem Projekt DKV der Meinung, wie viele Sprachen habt ihr? Wir haben 25 Märkte, die wir bedienen. Die Sprachen. 25 Märkte mit Word-Dokumenten abzufeuern, ist eine gewisse Herausforderung, sagen wir es mal so. Deswegen, wir wollten gerne, und das war auch unsere Empfehlung, weiterhin die klassische AIM-Authoring-Experience haben, die man so kennt. Man loggt sich ein, man sieht seine Sitemap, erstellt eine neue Seite mit den Blueprints und Multi-Site-Management und so weiter und so fort. Um das nochmal kurz erklärt zu haben. Und darum ging es eigentlich, sozusagen vorne rum Punk, aber hintenrum doch stark Business sozusagen, dass wir vorne rum das Schnellste, die coole Technologie EDS bekommen, aber hintenrum weiter diese doch schweren Enterprise-Features, die wir aber einfach brauchen, gerade im Rollenrechte-Design für eure Märkte. Das war einfach super wichtig. Genau. Lieber Chris. Ja. Ich will euch hier einmal einen High-Level-Abriss der Projekt-Roadmap geben, damit ihr das einfach ein bisschen besser greifen könnt. Also das ganze Projekt hat sich über 12 Monate, ungefähr ein Jahr, gestreckt, sage ich jetzt mal. Also es ist wirklich fast genau ein Jahr her, da haben wir uns auch das erste Mal kennengelernt, der Martin und ich, und da haben wir Workshops wirklich in Rating bei uns durchgeführt in der Solution- und Designphase, alle Stakeholder, alle involvierten Parteien quasi an einen Tisch gebracht und dann geguckt, ne, wer muss was wissen, was wollen wir behalten, und da haben wir halt die Entscheidung getroffen, wir machen jetzt ein MVP-Projekt, migrieren das als Lift and Shift für die Website. Wir machen eine vollautomatisierte Content-Migration für unsere Website, und der Shop, der kriegt ein neues UX-Design und da werden die Produkte manuell angelegt. Und genau, wir haben 25 Märkte, 22 davon haben einen Shop. Produkte variieren dann ein bisschen, also die größten Märkte haben so um die 30 Produkte. Also es ist jetzt kein Zalando, aber das potenziert sich schon. Genau, das ging dann über in quasi die Schaffung der technischen Grundlagen. Also all diese Märkte brauchten eine Seite im IAM, die Storefronts mussten in Commerce angelegt werden, also diese Groundworks mussten quasi gelegt werden. Und auf der anderen Seite, genau, Martin hat es gerade erwähnt, Middleware, bei uns API-Management. Also da wurde dann auch das Zielbild des APIs-Konstrukts quasi dargelegt. Da gehe ich aber gleich später nochmal ein bisschen drauf ein. Und als das geschafft war, ging es in die eigentliche Entwicklung. Das war auch der größte Teil von allen. Und hier habe ich es jetzt nochmal unterteilt in IAM und Commerce, weil bei IAM ging es darum, also ich komme gleich nochmal auf die Details zu sprechen, aber wir hatten 70 Content-Blöcke, die wir ins neue System überführen mussten. Also wir wollten ja vollautomatisiert migrieren, haben es auch gemacht, aber dann braucht ja jeder Block, jedes Modul der Seite ein Äquivalent in EDS. Und das war nicht der Hauptbaustein auf der IAM-Seite. Und bei Commerce war es primär die Implementierung dieser UX-Designs, also 3 große Designs, Product Detail Page, der ganze Katalog und der Checkout. Und auf der anderen Seite die Entwicklung der Interfaces, weil die einfach mehr Commerce-Relevanz aktuell noch haben, habe ich das jetzt mal hier einsortiert. Genau, und als das geschafft war, konnte dann auf Commerce mit der Produktanlage begonnen werden. Also sobald alles da war, kann man die Produkte anlegen und auch die Interfaces testen. Und bei der Content-Migration haben wir es so gemacht, sobald einzelne Blöcke da waren, haben wir die schon testweise migrieren können auf Dummy-Seiten. Und das haben wir dann iteriert, und bis wir dann wirklich so weit waren, dass wir gesagt haben, wir können jetzt die ganze Seite migrieren. Genau, und das war dann im Testing und QA, das hat wirklich dann am Ende, glaube ich, nochmal 1/5 der Projektzeit ausgemacht, weil ich komme da gleich auch nochmal drauf, bei einer vollautomatisierten Migration, 70 Blöcke, da braucht einer 1000-mal auf der Seite vorkommen und da ist ein kleiner Fehler drin und da hat man schon ein Ausmaß, da kann man nicht live gehen mit. Also das hat einiges an Feinjustierung bedurft, diese Phase, aber am Ende ist die Website migriert. Sie ist jetzt auch zugänglich und funktioniert. Hier damit ihr es euch ein bisschen besser vorstellen könnt, wie die aussieht. Commerce nehmen wir jetzt nächste Woche live. Genau, also es ist alles da, was wir haben wollten. Und wir sind super zufrieden. Genau. Natürlich gab es aber auch einige Herausforderungen. Und da ist es wieder, ne, dieser Scale, der die Komplexität reinbringt. Also 25 Märkte, ich weiß noch, als ich angefangen habe bei DKV, man kann sich am Anfang schnell durch die Website klicken, aber dann klickt man mal auf den Sprachwechsel und sieht, okay, das Ganze mal 25. Und als man dann als Editor damit gearbeitet hat, dann wusste man, jeder Task ist eigentlich exponentiell skaliert der. Und das mit 70 Modulen hat dann am Ende ungefähr 10.000 Seiten, die wir migrieren wollten. Also sind primär die Content-Seiten, aber auch sowas wie SEA Landing Pages. Also ungefähr 10.000. Und das sind nur die IAM-Seiten, also da sind die Commerce-Seiten nicht drin.
da haben wir gesagt, vor 12 Monaten oder vor 10, das Ganze kann man nur in einer vollautomatisierten Migration handhaben, weil wir haben dann das alte CMS quasi gekündigt jetzt für Oktober und hatten dann also diese fixe Deadline. Wenn wir bis da nicht migrieren können, ist es schlecht. Und alles, was in der Migration halt nicht stimmt, das, was ich gerade meinte, das hat halt große Folgen. Ne? Da braucht nur ein Button fehlen oder das Design ist mal verrutscht. Und wenn das auf den wichtigen Seiten passiert oder auf einer Menge von Seiten, dann kann man so lange nicht migrieren, bis das nicht ausgemerzt ist, dieser Aspekt. Genau, und dann IDS, eine brandneue Technologie. Also dann haben wir wirklich Pionierarbeit auf beiden Seiten betrieben. Also wir sind da wirklich auch in Probleme oder Fragestellungen gekommen, wo dann sich herausgestellt hat, wir sind die Ersten mit diesen Fragestellungen. Und ich erinnere mich dann auch, weil das war dann eigentlich auch eine gut geölte Maschine. Wir hatten natürlich auf Adobe-Seiten auch Ansprechpartner, die uns mit Rat und Tat zur Seite gestanden haben, aber Commap als Platinum-Partner, ich erinnere mich da an ein, zwei Fälle, da hat der Kollege von Commap zwar schon mit Adobe ein Ticket aufgehabt, aber hat gesagt, ich bin jetzt hier auch auf einer Adobe-Tagung und habe die richtigen Leute auch Gewehr bei Fuß, wir können das gerade vor Ort wirklich ausdiskutieren und habe da die brandneueste Information, aber die hat es halt auch gebraucht, weil es gab diese Best Practices nicht immer. Also da haben wir wirklich dann selbst die Grenzen stecken müssen und diese Best Practices eigentlich mitgestaltet. Vielleicht ganz kurz, Chris, wir hatten Erfahrung mit EDS, mit Doc-Based, also dieses in Word erstellt man seine Website. Die Erfahrung war da, aber man wird dann sehen, wenn man sich, vielleicht sitzt noch Implementierungspartner hier, wenn man sich dann mit dem ganzen Thema AEM und EDS beschäftigt, das ist wieder tatsächlich ein ganz anderer Schnack und das war sozusagen auch für uns das erste Projekt mit AEM, EDS und Adobe Commerce. Genau. Yes. Ja. Genau. Und die andere Herausforderung war halt diese Systemzusammenführung. Also der Grund, warum wir dieses Projekt in erster Linie überhaupt gemacht haben. Also ihr erinnert euch, 2 unterschiedliche Systeme und 2 Teams, die sich in diesem System über Jahre halt selbst verwirklicht haben. Das hat natürlich auch ein paar Wachstumsschmerzen mitgebracht, gerade vor dem Hintergrund eines MVPs, dass bestimmte Features es einfach nicht ins Go-Live-Datum schaffen. Aber ich glaube, wir haben das Wesentliche mit rübergenommen, aber das war natürlich auch eine Challenge, ne? Da mit dem Business und dem Implementierungspartner zu schauen, was kann wann gemacht werden und was vielleicht wird später gemacht. Und die Interfaces, ja, das kennt ihr vielleicht auch alle. Jeder, der mal IT-Ressourcen im Haus angefragt hat oder braucht, die sind immer schwer zu bekommen. Jeder will die haben. Da gibt es einige, die sich um die reißen. Das war bei uns auch auf jeden Fall ein Thema. Gerade oder vor allem vor diesem Hintergrund der Interfaces. Ich gehe da gleich auf einer späteren Slide nochmal genauer ins Detail, aber das war somit auch eine wichtige Herausforderung oder eine große Herausforderung. Genau. Super. Ja, für uns, wir sind sehr mutig auf Chris' Chefin Doro vor einem Jahr zugegangen und gesagt, so, wenn du EDS machst, ist das zwar so ein bisschen rote und blaue Pille, das ist so ein bisschen mehr vielleicht aus der Matrix raus und wird ein wilder Ritt, weil wir noch nicht genau wissen, was jetzt eigentlich mit EDS passiert. Aber du wirst auf eine neue Technologie gehen und wirst blitzschnell. Und wir, Commap, werden das übrigens wahrscheinlich schneller liefern können, weil die Technologie einfach viel einfacher ist. Und deswegen war unsere Erwartungshaltung jetzt dieses Projekt, DKV unterschreibt, wir können endlich mal anfangen, Hand an Code zu legen, dass wir in der gesamten Setup-Konfiguration APIs und Integration, dass alles viel einfacher wird, als in diesen Heavyweight IAM-Projekten. Ich weiß nicht, wer hier ein bisschen Programmier-Background hat, aber diese elendigen OSGI-Services, diese ganzen, alleine wenn man eine Komponente erstellen muss, muss man sich auskennen mit BEM-Klassen, mit Sling-Models, mit HTL. Das ist einfach, du musst einfach wahnsinnig Wissen aufbauen. Und wir hatten gedacht, okay, ist ja nur JavaScript, diese EDS-Blöcke muss ja sau einfach sein. Jetzt ist der erste Sprint durch. Und ich sehe, es geht um diese Komponente hier unten. Das ist echt, also das ist puppelig, das ist eine Teaser-Komponente. Die haben ein Bild und einen Button und es gab zwar 4 verschiedene Styles davon, ne, von dieser einen Komponente, also 4 verschiedene Ausprägungen, mal andere Hintergrundfarbe, mal ein Button verrückt. Und ich gucke mir dann die Auswertung an. Das wurde von Management sehr eng begleitet, strategisches Projekt, erstes großes EDS-Projekt. Dann sehe ich das hier und wurde mir kurz schlecht. Ja. Mir wurde kurz schlecht, weil ich dachte, ach du Scheiße, wir sind irgendwie zu Doro gegangen, es wird alles billiger und 50% schneller und weil auch Adobe das natürlich auch versprochen hat, mit EDS wird alles einfacher. Genau, und dann bin ich mal in die Bütt gegangen, habe mit dem Team gesprochen und siehe da, nach dem 2. Sprint wurde es schon viel besser, nach dem 3. Sprint waren wir tatsächlich schon da. Wir waren da, das Frühjahr, was war das, so irgendwo zwischen
zweieinhalb, 3, 4, 5 Tagen dauert so eine mittel- bis normal komplexe Komponente. Da sind wir jetzt einfach bei 50% runter. Das ist einfach wahnsinnig schnell. Wenn wir jetzt die Zahlen angucken, wie schnell wir waren, gerade jetzt in den letzten Sprints, da haben wir ordentlich aufgeholt. Und warum ist das so? Warum ist denn diese Geschwindigkeit auf Implementierungsseite wirklich da? Das ist einmal das Thema EDS Simplicity, habe ich das genannt. Ich habe es ja gerade gesagt, ne? Irgendwie diese von OSGI-Services oder es sind einfach wahnsinnig viele verschiedene Java-Semantiken, die man sich draufschaufeln muss. Und hier muss man sich einfach nur JSON braucht man für ein paar Modelle und JavaScript draufschaufeln. Und zwar Vanilla. Ich weiß nicht, wer so React oder Vue oder so JS kennt hier. Das sind so Frameworks in JavaScript. Nicht mal das muss man können. Das ist wirklich so Vanilla. Vanilla heißt in der pursten Form JavaScript. Und das ist natürlich sehr einfach. Und dann, ich habe ja eigentlich gesagt, ich will nichts zu KI erzählen, mache ich jetzt doch. Und dann kannst du auch eine KI anklemmen. Eine KI zu fragen, dass sie dir eine Oldschool IAM-Komponente frickelt, das ist eine Katastrophe. Es geht irgendwie. Die fängt dann an, diese Secure Dialog XMLs ganz sauber vielleicht gibt es ein paar, die gerade nicken, aber ich will jetzt gar nicht so tief technisch werden, aber das ist Schrott. Sorry. Das ist noch nichts. Wiederum bei eine EDS-Komponente programmieren zu lassen, wo es einfach nur so eine Art Scaffolding fürs JavaScript zu machen. Im besten Fall, wenn man schon viele Komponenten im Projekt hat, wo man sagt, hey KI, guck dir den Kram mal an und jetzt mach das mal bitte, lern das mal und mach's mal so, konnten wir auch da wahnsinnig Geschwindigkeit reinholen. Und natürlich das Thema Onboarding neuer Ressourcen. Super cool. Also ich kann jetzt irgendwelche JavaScript-Ressourcen mir nehmen, die auch ein bisschen billiger sind, ehrlich gesagt, als diese alten ARM-Herren da draußen, teilweise wahnsinnige Dieven auch, die Entwickler, dass ich einfach sagen kann, hier junge, frische JavaScript-Entwickler, die mir jetzt diese Komponenten entwickeln können, die es auch Spaß macht übrigens, wahnsinniges Feedback von den Entwicklern bekommen, dass es wirklich Spaß macht, diese EDS-Komponenten zu bauen. Und das war nachher unser Mehrwert auch, wo wir jetzt also tatsächlich mal True Talk, dieses Migrationsthema hätte uns das Budget massiv verhagelt. Ich werde jetzt nicht sagen, wie viel initial wir geschätzt haben, wie viel nachher gebraucht haben. Aber wir haben das tatsächlich einfach so wieder rausholen können in großen Stücken. Das ist einfach wahnsinnig schön. Gut. Ja, genau, Thema Migration war unser größter Schmerz. Sehr gut. Bitteschön. Ja, genau. Vielleicht ein paar Hauptlearnings oder Punkte, auf die ich hier nochmal eingehen will vor diesem Hintergrund der Migration auf IAM-Seite. Genau, es braucht einfach diese tiefe technische Expertise. Auf der einen Seite natürlich beim Implementierungspartner, der dann das Zielbild in die Tat umsetzen muss. In unserem Fall aber auch auf jetzt Legacy-Seite oder Kundenseite. Wir hatten auch Experten, die den Code und die Bestandswebsite sehr gut kannten. Also diese Transferleistung hat dann eigentlich ganz gut funktioniert und hätte, glaube ich, eine dieser beiden Parteien die andere Seite der Medaille nicht gehabt, dann wäre das, glaube ich, ins Auge gegangen. Ne? Also hätte man das Kernsystem nicht ausreichend interpretieren können und verstehen können und auswerten können, dann hilft es auch nichts, da ein passendes Zielsystem gebaut zu haben. Also es geht auch über in diesen zweiten Punkt, nutzt die bestehenden Datenstrukturen. Also jede Website liegt ja irgendwie in struktureller Form vor. Bei uns war es so, wir hatten einen sogenannten CAS, also Content as a Service, wo wir diese Website halt auf der einen Seite noch präzise auslesen konnten. Wir konnten aber auf dieser Basis auch datenbasierte Entscheidungen treffen. Also wir wussten auf der einen Seite natürlich, welche Module brauchen wir, aber auch wie oft kommen die Module vor. Also können wir da am Anfang vielleicht sogar Scope reduzieren von 100 Blöcken, glaube ich, die wir initial hatten, sind wir dann auf 70 runter, weil wir wussten, ein paar kommen vielleicht nur 5-mal vor und einige kommen auf Seiten vor, die werden gar nicht mehr genutzt. Dann können wir natürlich diese Blöcke vorher outscopen. Auf der anderen Seite, wenn wir wissen, es gibt vielleicht 5 bis 10 Blöcke, die kommen auf jeder Seite vor, dann bauen wir die natürlich zuerst und haben dann den größten Anteil schon weggeschrubbt, sage ich jetzt mal. Also dieses Zusammenspiel aus der Expertise, den Datenstrukturen, die wir hatten und daraus den Entscheidungen treffen, das war, glaube ich, fundamental wichtig in der ganzen Migration. Das Ganze hatte hier und da seine Tücken, weil an unserer Bestandswebsite, am CMS, haben verschiedene Agenturen über die Jahre mitgearbeitet. Also es war nicht so, dass all diese Blöcke, die wurden irgendwann mal von einer Partei entworfen und folgten demselben Schema. Also wir sind da auch manchmal auf Sonderlocken gestoßen und dann verhielten sich bestimmte Module komplett anders, als wir das erwartet haben. Und da mussten wir das Migrationsskript auch entsprechend darauf einstellen. Genau, auf der anderen Seite hat uns das aber bei der QA geholfen, weil auch, ich hatte es vorhin kurz erwähnt,
als wir ein paar Blöcke schon fertig hatten, konnten wir natürlich noch keine ganzen Seiten migrieren oder geschweige denn die ganze Website, aber wir konnten mit diesen Blöcken Kombinationsmöglichkeiten simulieren. Wir haben also Fake-Seiten, sage ich jetzt mal, dem Migrationsskript gegeben und dann schon mal geschaut, inwieweit kann es das denn schon angemessen verarbeiten und konnten da also schon früh in diese QA-Phase übergehen, ohne alle Blöcke zu haben. Also das hat uns da auf jeden Fall sehr geholfen. Nur kurz mal Randnotiz nochmal. Ein Block ist die Tab-Komponente. Das Akkordeon, der Teaser, nur dass man das mal kurz vor Augen kann. Genau. Also die einzelnen Elemente, aus denen die Website dann letztlich zusammengesetzt ist. Genau, das ist es halt. Aber ohne dieses Testing, ohne diese QA, dann hätte es, glaube ich, auch mindestens ein blaues Auge gegeben. Also ich glaube, wir haben am Ende 2 bis 3 Mal das gesamte Migrationsskript laufen lassen, zusammen mit der Asset-Migration. Hätte es vielleicht noch mal mehr machen können, aber es hat am Ende funktioniert. Aber das kann man nicht unvorbereitet reingehen. Also wir haben diese Testphasen gemacht, migriert, gepurged, nochmal migriert und dann auch natürlich gelernt, ne? Wie lange dauert es am Ende, das ganze Migrationsskript auszuführen, was gibt es da vielleicht für Sonderfälle, hängt sich das Skript dann doch irgendwo aus, also kann einer vorm Schlafengehen auf Play drücken und am nächsten Morgen ist es migriert, sowas dann nicht, also man brauchte da schon eigentlich ein kontinuierliches Monitoring, um mal zu gucken, ob es sich irgendwo aufhängt, aber am Ende hat es so funktioniert, wie es sollte. Genau, plant also für Iterationen, sowohl bei der Blog-Erstellung als auch bei der Migration am Ende. Ohne hätte es nicht geklappt. Genau, auf der Commerce-Seite, es ist dieses Thema der Schnittstellen und da vielleicht nochmal ein bisschen tiefer ins Detail. Also in Summe haben wir jetzt nicht unzählige Schnittstellen angeboten. Ich glaube, es waren 7 oder 8. Das ist zum Beispiel der Hauptpurpose des Legacy-Systems. Der Legacy-Seite war es, Lead zu generieren. Und der Commerce-Teil, der alte Shop, sollte natürlich Orders generieren. Deswegen die Hauptschnittstellen waren die Lead-API und die Order-API, die diese Orders und Leads dann wegschicken. Auf der anderen Seite haben wir auch eine Login-Funktion. Kunden können sich einloggen. Und in der Folge bringen die Buchungsrechte mit. Also ein Kunde hat bei uns mehrere User. Und das kann der Flottenmanager sein, der natürlich Tankkarten kaufen können soll. Aber es ist vielleicht auch sein Fahrer, der gar nichts im Shop kaufen soll, aber trotzdem einen Account in unserem Kundenkonto braucht. Der soll aber dann natürlich nicht im Shop auf Namen des Unternehmens beliebige Produkte kaufen. Deswegen, also es gibt diese verschiedenen Buchungsrechte, die am User hängen. Eine Kundennummer kann mehrere User haben. Und ein User kann mehreren Kundennummern zugeordnet werden. Also ihr merkt schon, da sind die Testcases und die Variablen, die man da berücksichtigen muss, die werden da schnell beliebig komplex. Genau, Login, Buchungsrechte und dann gibt es noch so Sonderfälle. Bestimmte Produkte sollen nicht nur jemand kaufen, der das Buchungsrecht hat, sondern es sollen nur eingeloggte Kunden kaufen können. Soweit, so gut. Aber in der Folge sollen bestimmte Produkte nur einmal pro Kunde oder nur einmal pro User kaufbar sein. Und das ist dann schon nochmal ein anderes Level. Und dazu kommt, wir wollten keine Datenduplikation in Magento oder in Adobe. Wir haben einen Customer Master Data Service oder Punkt, wo all diese Daten als Single Point of True liegen. Die sollten also nicht mit Daten in Magento, die der User vielleicht dann editiert, überschrieben werden oder parallele Datensätze erzeugen. Deswegen mussten diese Daten aus diesem Customer Master Data reingeladen werden nach Adobe oder werden sie und werden da angezeigt, also ein Endpunkt wieder mehr. Genau, und Martin hat es kurz erwähnt, im Checkout gibt es da nochmal 2, 3, die uns helfen bei im weitesten Sinne Fraud Prevention, aber auch Convenience-Aspekte für den User und uns beim Onboarding. Also es sind dann nur 8, 9 Schnittstellen, aber die haben es in sich. Und da plant auf jeden Fall zusätzliche Zeit mit ein. Genau, und auf der Commerce-Seite gibt es halt eigentlich, oder gab es von Beginn auch ein bisschen diesen kritischen Pfad. Ne? Also ohne UX-Designs, ohne Feature-Requirements kann man die Features nicht bauen. Wenn man diese Features nicht bauen kann oder die UX-Designs also in der Folge in die Tat umsetzen kann man auch keine Produkte anlegen. Oder man kann den Checkout nicht testen. Also es gab eigentlich zu jedem Step Druck, dass dieses Arbeitspaket fertig wird, obwohl wir in einer frühen Projektphase uns befunden haben. Also ja, ein kritischer Pfad quasi auf jeder Ebene bei Commerce. Genau, aber in der Folge, je schneller man also diese Sachen durchkriegt, desto schneller kann man die Produkte anlegen und desto schneller kann man auch, wenn man die Schnittstellen angebunden hat, testen, funktioniert es, wie es soll. Also es bedingt sich dann in der Folge irgendwo alles gegenseitig. Wie man auf der AEM-Seite nicht ohne die führenden IDS-Blocks oder die meisten IDS-Blocks live gehen oder migrieren kann man auf der Commerce-Seite nicht ohne die Hauptschnittstellen oder die essentiellen Produkte live gehen. Genau, aber auch hier, da spiegelt sich es wieder bei der IAM-Seite, die Tests, die brauchen Zeit. Also ich glaube, für Commerce haben wir
wir haben tausende Testcases gehabt. Also und es sind auch bis in die späteren, bis in die hohen Hunderten noch Bugs gefunden worden. Es sind nicht immer Launch-Critical-Bugs gewesen, aber die wollten wir halt fixen. Wir hatten am Ende dann die Zeit dazu, auch weil wir da nicht so diesen Druck hatten wie beim Legacy CMS, dass wir da einen End of Life hatten auf unserer Seite, also dass wir die Lizenz nicht verlängert hatten. Aber ja, diese Tests, ich glaube, wir haben auch Anfang sehr optimistisch geplant mit der Testphase bei Commerce. Am Ende haben wir ein bisschen mehr gebraucht, aber es hat sich ausgezahlt. Genau. Vielleicht hier auch, damit ihr euch das Team-Setup noch mal ein bisschen vorstellen könnt. Wir haben das jetzt nicht in Kunde und Agentur geteilt. Und in Summe haben natürlich mehr Leute daran mitgearbeitet. Also ich glaube, wir haben 70 bis 100 Projektbeteiligte auf verschiedensten Ebenen gehabt. Aber hier seht ihr einmal die Hauptprojektorganisation, also Projektmanagement-Team auf Kundenseite. Das sind jetzt die hellorangenen und auf Agenturseite, die aber Hand in Hand miteinander gearbeitet haben. Und hier unten seht ihr quasi die verschiedenen Workstreams. Manche mehr tief oder gehen mehr in die Vertikalität als andere, aber jedes großes Element hatte bei uns einen Workstream und einen entsprechenden Workstream-Verantwortlichen. Und das Ganze wurde dann quasi überdacht von einem Steering-Komitee als Entscheidungsgremium, das wirklich alle 2 Wochen getagt hatte. Und da hatten wir einen Executive mit drin, der halt Hauptentscheidungsträger und Sponsor war, sowie halt die Hauptpersonen auf Business-Seite und auf Implementierungsseite. Ja, Martin, wie hast du das Setup erlebt? Eigentlich nur 2 Sachen hinzuzufügen. Was ich erstmal schön fand, als Chris die Slide gebaut hat, hatte der natürlich da irgendwie freie Hand und baute die Slide so. Und ich fand das sehr charmant, weil er uns als Teil von ihm verstand. Und gar nicht so hier, da, Comrap, die Entwickler und da sind wir, sondern wir sind hier komplett auch, glaube ich, also tatsächlich, so haben wir es auch total reingebacken in das Team von DKV. Also erstmal, das fand ich sehr, sehr schön und so haben wir es auch gelebt. Was man aber auch sieht, was man einfach auf die Straße bringen muss an Kunden, also an Ressourcen auf Kundenseite, damit so ein Projekt erfolgreich wird. Und das ist so wichtig, weil wir fangen immer an und sagen so ein Projekt, ja, wir machen jetzt Scrum und Scrum-Schulbuch heißt, auf PO-Seite, also auf Kundenseite, muss 75% seiner Ressource mal mindestens da sein. Erleben wir selten. Die haben wahnsinnig viel zu tun, die Leute. Kriegen wir immer noch so ein Relaunch-Projekt irgendwie aufgeheizt und müssen da irgendwie auch noch sich mit dem Dienstleister rumschlagen. Und hier haben wir einfach gesehen, die Zeit war da, das Team war groß und es hat einfach wahnsinnig viel gebracht. Es gab klare Verantwortung und es war wirklich, also es war hier wirklich zu sehen, bringt der Partner oder bringt unser Kunde einfach die richtigen Ressourcen mit an den Tisch, hat die auch schnell in der Telco, dann hilft das einfach wahnsinnig. Das nächste, was ich erwähnen will, ist, oben links steht Executive. Das erlebe ich, also ich weiß nicht, ihr macht fast 1 Milliarde Umsatz, ne? So, also 900 Millionen, also einfach, ich würde sagen, DKV ist ein großes Unternehmen. Und Markus, einer aus dem Vorstand, war alle 2 Wochen mit dabei. Erlebe ich bei solcher Firmengröße wirklich selten. Und das war jetzt endlich wirklich mal so, weil das Steering-Komitee wird ja in jedem Projekt-Kickoff, sagen wir das Steering-Komitee, das besetzen wir jetzt mit Leuten, die entscheiden dürfen. Und es passiert doch immer wieder, dass da ja irgendwelche Leute drin sitzen, man tagt dann noch einmal im Monat, irgendeine Kleinigkeit eskaliert, ja nichts wird entschieden. Nämlich ich muss nochmal hier und nochmal da irgendwas rausfinden und so. Und hier war das einfach so, Markus war da, der hat gesagt, wir rudern jetzt nach links oder wir rudern jetzt nach rechts und wir machen das einfach so. Es hat uns allen wahnsinnig geholfen, weil da wirklich Entscheidungskompetenz da war. Und das ist auch ein Learning, wo ich sage, Steering-Komitee, macht daraus wirklich ein Steering-Komitee. Das hat Krone und Zepter, Reichsapfel und Zepter in der Hand und darf einfach durchregieren, wenn es dann sein muss. Und das ist, hat wahnsinnig geholfen. Ja. Yes. Vielleicht nochmal als Summary oder als übergreifendes Change Management, was wir jetzt hier durch dieses Projekt erlebt haben. Ne? Also ich habe es ja vorhin gesagt, diese eigenständigen Systeme, diese beiden Abteilungen Marketing, E-Commerce, die sich in dem eigenen System verwirklichen konnten, quasi in 2 verschiedenen oder 2 parallelen Workstreams. Und das ist jetzt durch das Projekt quasi als Brückenbauer, dadurch, dass wir jetzt eine einzige Plattform haben, jetzt anders. Ja, wir haben also eine Integration von Content und Commerce und dadurch auf der einen Seite ganz neue Möglichkeiten, vor allem auch für den User, eine nahtlose User Journey, aber auch auf unserer Seite als auf Kundenseite im Business muss es einfach mehr Alignment geben und ich glaube, das ist gut. Und Optimierungen werden zusammengeplant und umgesetzt und das Teamplay wächst einfach auch dadurch, dass man halt eine Plattform hat, auf der man sich dann verwirklicht. Also was für den User jetzt seamless ist dann auch in der Konsequenz auf Kundenseite in die Teams rübergeschwappt.
Ja, Genau. also interessant einfach vielleicht als letzter Satz, wie auch eine Software, die man sich einkauft, einen wahnsinnig internen Change-Management-Prozess mit anstößt, weil man sich halt einfach entschieden hat, ein Frontend zu haben. Und es war früher halt 2 Teams. Die mussten jetzt einfach sich finden und Norming, Storming, Performing hat, glaube ich, sehr gut geklappt. Und damit sind wir fertig. 5 Minuten vor der Zeit. Wir haben hier nochmal einen QR-Code für euch, wo wir so ein bisschen wo der liebe Fabian, der hier sitzt, der Solution Consultant, der das Projekt auch mit auf die Straße gebracht hat, ein bisschen was zusammengeschrieben hat, wie wir uns dem Thema Migration, aber auch auf technischer Seite genähert haben. Und wir können jetzt gerne noch die restliche Zeit, 5 Minuten sehe ich auf der Uhr, nutzen, um ein paar Fragen zu stellen, wenn welche da sind. Und wenn nicht, dann freuen wir uns auch sehr. Sehr gut. Ja. Ja, unbedingt. Raus damit. Ja. Wegen der Migration. Bei der Migrationsskript. Also, wir haben ähnliches Projekt und wir sind auch sehr, sehr viele Seiten migrieren. Habt ihr jetzt nur für eine Sprache Migrationsskript geschrieben oder ist das für alle Sprachen? Nein, das war für alle. Also das Skript. Genau. Das haben wir dann auch zum Teil durch diese Simulation von verschiedenen Blöcken auf einer Seite getestet. Und diese Simulationsseiten waren auch so ausgelegt, dass sie aus verschiedenen Sprachen sich bedient haben. Die waren auch so gebaut, dass da drüber auch dann der Link zur echten Modulverwendung war. Und da konnten wir halt auch gucken, sieht es jetzt so aus, wie es aussehen soll. Und das war dann multilingual oder ja, multisprachmäßig gemischt. Also das. War das immer derselbe Content? Also Französisch, Chinesisch, Spanisch, war das genau 1:1 übersetzen oder war die organisiert? Nee, es war schon unterschiedlich. Also auch auf Sprachseiten, zum Beispiel Deutsch-Österreich, ist zwar beides Deutsch, aber hat zum Teil unterschiedliche Content-Elemente gehabt. Und so war es zum Teil auch, wenn du jetzt Deutschland mit Frankreich vergleichst. Also es war nicht immer gleich. Das alte CMS hatte auch die Funktion, du konntest Module in bestimmten Sprachen ausblenden. Also nur weil eine Seite es auch in der anderen Sprache gab, mussten die Module nicht gleich sein und der Content auch nicht. Ich glaube, da das Kniffligste war dann, glaube ich, in Bulgarien mit Kyrillisch. Aber die Sprache hat uns eigentlich wenig Probleme gemacht. Und dann am Ende haben wir halt auch auf AEM-Seite in der QA-Phase dann die echten Seiten Screen links, Screen rechts miteinander verglichen, runtergescrollt, geguckt. Und wir hatten auch Tools, die das noch geprüft auf haben. euren Kopfhörer? Okay, gut. Ja, noch Fragen? Weitere Okay. Fragen? Dann vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, man konnte was mitnehmen. Dankeschön. Ja.